Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Mommy Made! Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mommy Made. Ich bin die Sarah und hier auf dem Kanal geht es um die Themen Nähen und Do-It-Yourself. Wenn das etwas ist, woran ihr Freude habt, abonniert doch den Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, dann zeigt euch YouTube neue Videos von mir automatisch im Feed an und ihr verpasst nichts davon. Heute ist Pulli-Hack-Tag. Die Pulli-Hacks ist eine Serie bei mir auf dem Mommy Made YouTube-Kanal, in der ich euch zeige, wie ihr aus eurem Lieblings-Pulli-Schnittmuster alle möglichen Arten von Traumpullis machen könnt. Die Playlist verlinke ich euch hier oben. Darin findet ihr bereits einige Pulli-Hacks, die euch zeigen, wie ihr zum Beispiel Schalkragen, Daumenlochbündchen, Nahttaschen, alles mögliche an Schnickschnack an euer Lieblingsschnittmuster hinzufügen könnt, ohne für die jeweiligen Details gleich ein neues Schnittmuster kaufen zu müssen. Heute geht es um Teilungen bzw. Color Blocking, wie bei dem Pulli, den ich hier heute anhabe, also das Zerteilen eines existenten Schnittmusters, um verschiedenfarbige Partien zu bekommen. Natürlich könnt ihr ein Schnittmuster kaufen, in dem diese Unterteilungen schon drin sind. Aber wenn ihr schon ein Lieblingsschnittmuster habt, das euch gut passt, in dem ihr euch wohlfühlt, dann könnt ihr das auch ganz, ganz einfach selber machen. Und dann müsst ihr auch nicht, wenn ihr einmal gerne einen Pulli hättet, mit solchen Blockstreifen und einmal mit einer diagonalen Teilung für besagte andere Teilung gleich ein neues Schnittmuster kaufen. Damit nach dem Zerteilen eines Schnittmusters hinterher immer noch ein Pulli rauskommt, der die Form hat, wie er haben soll, ist es extrem wichtig bei diesem Pulli-Hack, dass ihr das Thema Nahtzugabe und Nahtzugabe einhalten verinnerlicht habt. Dazu habe ich unlängst ein Aufklärungsvideo online gestellt. Das verlinke ich euch nochmal hier oben und würde euch an dieser Stelle bitten, euch das vorher nochmal kurz zu Gemüte zu führen. Denn wenn wir anfangen, Schnittmuster zu schneiden und hinterher wieder zusammenzunähen, möchten wir trotzdem, dass am Ende ein Pulli rauskommt, der genau die Form hat, wie wenn er keine Teilung hätte. Und das funktioniert nur, wenn wir uns an das Thema Nahtzugaben halten. So, und wie das genau mit den Unterteilungen geht, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! So, hier haben wir unser zum Zwecke der Demonstration in diesem Video wirklich sehr, sehr stark verkleinertes Pulli-Schnittmuster. Die allermeisten Pulli-Schnittmuster sind glücklicherweise im Bruch gezeichnet, was für unser Teilungsvorhaben den Vorteil hat, dass wir hier bereits eine senkrechte Linie haben. Solltet ihr ein Schnittmuster haben, das ganz gezeichnet ist, zieht bitte einmal eine senkrechte Linie. Das muss nicht in der Mitte des Schnittmusters sein, es geht nur darum, dass die auf jeden Fall senkrecht ist. In der Regel wird irgendwo ein Fadenlauf auf eurem Schnittmuster angezeichnet sein. Der verläuft in der Regel senkrecht und dann könnt ihr den als Orientierung nehmen, aber wir brauchen irgendwo diese senkrechte Linie. Denn die horizontalen Teilungslinien, die wir jetzt machen an diesem Schnittmuster, verlaufen auf jeden Fall im 90-Grad-Winkel zu dieser senkrechten Linie. So, und jetzt könnt ihr fröhlich drauf losteilen und könnt hier einfach immer im 90-Grad-Winkel zu dieser senkrechten Linie mögliche Teilungslinien ziehen. Das könnt ihr tun, so oft und an wie vielen Stellen und wo ihr möchtet. Dinge, die man dabei beachten könnte, wären erstens: Versucht keine Teilung zu machen, die genau hier auf diesem Achselpunkt endet. Dieser Achselpunkt ist ein sehr wichtiger, an dem werden wir uns später zu verschiedenen Zwecken orientieren. Wichtig ist aber, dass ihr möglichst keine Teilung macht, die genau dort endet, denn beim Nähen hinterher treffen dann hier hinterher wirklich, gerade wenn ihr auch auf der Rückseite Teilungen gleichmäßig weiterführen möchtet, zu viele Schichten aufeinander, das knubbelt euch. Geht da ein paar Zentimeter hoch, ein paar Zentimeter runter, irgendwie so. Das nächste, worauf ihr achten könntet, abgesehen von nicht diesen Achselpunkt treffen, wäre, wenn das ein Damenpulli ist, dass ihr mit eurer Teilung möglichst nicht genau über die Höhe der Brustwarze geht. Denn das würde einfach nicht gut aussehen. Erfahrungsgemäß sehen Teilungen besser aus, wenn sie oberhalb der Brustlinie sitzen. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht genau wisst, wo das ist, dann geht ihr einmal bei euch her, legt ein Maßband an, hier oben am höchsten Punkt der Schulternaht und messt einmal senkrecht runter, guckt, wo der Nippel sitzt und merkt euch das. Und das ist die Höhe, die wir möglichst vermeiden wollen. Tendenziell möchtet ihr eure Teilungsnaht ein Stückchen darüber platzieren. Das sieht einfach hübscher aus.
Das dritte, woran man sich orientieren kann, ist der sagenumwobene, viel zitierte goldene Schnitt. Das ist eine Wissenschaft für sich, in die ich jetzt nicht weiter einsteigen möchte. Grob ist es mehr oder weniger optisch 2/3, 1/3. Konkret sind es 62:38. Das heißt, ihr würdet die Länge eures Shirts, und zwar inklusive des Saums, der jetzt hier noch nicht dran ist, einmal ausrechnen und dann im Verhältnis 62:38 teilen. Da kommt ihr in der Regel grob so hier raus. Und das sieht dann, wenn ihr jetzt nur eine Teilung habt, hinterher in der Regel sehr harmonisch aus, sagt man. Das sind die Dinge, auf die man achten könnte, aber nicht muss. Wie gesagt, ihr seid bei euren Teilungsgeschichten hier vollkommen frei. Ich habe jetzt 2 Teilungen gemacht und das nächste, was ich mache, ist, dass ich hergehe und mein Schnittmuster an genau diesen eingetragenen Teilungen zerschneide. Bam, 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 badam, bam. So, dann habe ich 3 Schnittteile und damit ich hinterher noch weiß, was das ist, schreibe ich mir das hier drauf. Das hier ist Vorderteil 1, Vorderteil 2, Vorderteil 3. So, und jetzt übertrage ich das auf Stoff. In meinem Falle nehme ich dafür buntes Papier. Das heißt, ich würde mir diese Teile auf den Stoff legen und natürlich beim Zuschnitt vor allen Dingen an den neu kreierten Nahtstellen jeweils eine Nahtzugabe hinzufügen. Und das, Damen und Herren, ist extrem wichtig. Denn überall, wo genäht wird, braucht man eine Nahtzugabe. Wenn wir die hier nicht hinzufügen, dann würden wir beim Zusammennehmen etwas von diesem Shirt wegnehmen und dann käme da hinterher ein ganz anderer Schnitt raus. Das heißt, beim Zuschnitt bitte an dem obersten Teil unten eine Nahtzugabe hinzufügen, bei dem mittleren logischerweise an allen Stellen, wo genäht wird, also auch hier oben und hier unten. Und bei dem untersten Teil auch hier in Richtung Shirtrest. Und wenn ihr hier unten noch säumt oder sowas, kommt hier eure Saumzugabe ganz normal hinzu. Die anderen Nahtzugaben schneidet ihr so zu, wie ihr das normalerweise auch tun würdet. So, ich habe das jetzt hier schon mal vorbereitet. So sieht hinterher mein Stoffzuschnitt aus. Ich habe mich jetzt hier auf die Nahtzugaben zwischen den einzelnen Schnittteilen konzentriert. Natürlich würdet ihr, wenn ihr das ganz normal zuschneidet, auch hier und hier ringsherum eure Nahtzugaben wie gehabt, wie immer hinzufügen. So, und diese Teile näht ihr jetzt einfach aneinander. Also das auf das, rechts auf rechts, auseinanderklappen, das dann hier auf das, rechts auf rechts und wieder auseinanderklappen. Und im Resultat solltet ihr dann auf etwas kommen, was genau dieselben Maße hat wie unser Ursprungsschnittmuster. Das gelingt aber nur, wenn das Thema Nahtzugabe hier gescheit eingehalten wird. Und dazu, wie gesagt, noch einmal die Bitte, schaut euch mein anderes Video dazu an, denn das ist wirklich wichtig. Ich zeige euch kurz, warum. Ich habe jetzt hier mal exemplarisch, das ist natürlich im Verhältnis zu dem Schnitt jetzt kolossal viel Nahtzugabe. Ich habe jetzt der Einfachheit halber, damit ich es besser demonstrieren kann, überall 1 Zentimeter Nahtzugabe hinzugefügt. So, wenn ich jetzt genau 1 Zentimeter vom Rand entfernt nähe und das hinterher zusammenfüge, dann habe ich ein Shirt, was komplett identisch ist mit meinem ursprünglichen Schnittmuster, das ich zerschnitten habe. Und genau das wollen wir ja erreichen. Was passiert, wenn ich das nicht tue? So, wenn ich weniger nähe, also ich schneide 1 Zentimeter Nahtzugabe zu und nähe dann aber 0,5 Zentimeter vom Rand entfernt, dann sieht das so aus. Und zwar natürlich an allen Stellen. Dann würde das hinterher so aussehen. Dann hätte ich dieses Schnittmuster vergrößert. Seht ihr das? Das ist einfach nicht mehr das Gleiche. So, ich lege hier mal meine Achselpunkte beide auf die gleiche Höhe an dieser Schneidematte und dann seht ihr das. Seht ihr das? Seht ihr, wie viel länger dieses Schnittmuster jetzt geworden ist? Und wenn ihr natürlich noch mehr Teilungen habt, dann wird das noch gravierender. Andersrum, wenn ihr 1 Zentimeter zuschneidet und 1,5 Zentimeter vom Rand näht, passiert natürlich genau das Gegenteil. Das Ding schrumpft euch zusammen. Es wird hinterher ein Kleidungsstück rauskommen, das hinten und vorne nicht passt. Wenn wir dann auch noch an den Ärmeln Teilungen machen, das wird nicht funktionieren. Und deshalb ist es wirklich, wirklich wichtig, wenn wir mit Teilungen arbeiten, wenn wir bestehende Schnittmuster zerschneiden, dass wir ganz genau darauf achten, wie das mit der Nahtzugabe ist. Das ist auch ein Grund, weshalb ich persönlich es schöner finde, wenn in meinen Schnittmustern nicht schon eine vorgegebene Nahtzugabe enthalten ist. Denn die müsste ich an der Stelle teilweise rausrechnen, wenn ich gleich ausrechne, wo meine Teilungen sind, um sie auf Ärmel zu übertragen.
Das ist aber ein anderes Thema. Das hier sollte einfach nur die Demonstration dessen sein, weshalb es wirklich, wirklich wichtig ist, dass ihr die Nahtzugabe einhaltet im Sinne von, wenn ihr 1 Zentimeter anzeichnet und zuschneidet, dass ihr dann auch im Abstand von 1 Zentimeter näht oder 0,7 oder 0,5 oder wie auch immer. Und das ist wirklich, wirklich wichtig. Und dazu gibt es, wie gesagt, auf dem Mommy Made YouTube-Kanal 2 Videos, die das ganz, ganz detailliert erklären. Bitte schaut euch die an, falls es da Unklarheiten gibt. Wie gesagt, im Resultat habt ihr hinterher aus 3 oder eben mehreren Stoffen zusammengebastelt ein Pulli-Vorderteil, das dem in eurem Schnittmuster entspricht. Natürlich, wenn das jetzt in Echtstoff wäre, würde das hier fortgehen. Das würde jetzt im Bruch liegen. Zu Demonstrationszwecken muss das jetzt mal so reichen. So, wie übertrage ich jetzt diese Teilungen, die ich gemacht habe, auf beispielsweise das Rückenteil? Dafür habe ich mir das bereits zerschnittene schon mal hier auf das normale Schnittmuster übertragen, damit ich euch das besser zeigen kann. Ich hatte vorhin erwähnt, dass dieser Achselpunkt ein wichtiger ist und das ist genau vor allem dann der Fall, wenn ich diese Teilungen, die ich am Vorderteil vorgenommen habe, gerne auf das Rückenteil oder auf die Ärmel übertragen möchte. Die Übertragung auf das Rückenteil ist relativ simpel, denn wo nähen wir denn diese Teile zusammen? Genau, von der Achsel bis hier runter. Das heißt, diese Kanten hier sind in der Regel sehr identisch. Was nicht identisch ist, ist der Armausschnitt, also da, wo die Armkugel hinterher reinkommt, die Schulterpartie und auch der Ausschnitt ist nicht immer identisch. Aber an diesem Punkt treffen die Teile ja später, wenn der Ärmel eingesetzt ist und das Shirt geschlossen wird, aufeinander und dann wird diese Seitennaht genäht. Das heißt, an dieser Seite könnt ihr das Schnittmuster anlegen. Ignoriert, dass das hier nicht passt. Versucht nicht, die Schultern aufeinander zu legen. So würdet ihr das zwar nachher nähen, aber das ist ja eine 3D-Geschichte. Das wölbt sich ja, kann ich das demonstrieren, so später um den Körper rum. Also versucht das nicht flach aufeinander zu legen, es wird nicht passen. Was wichtig ist, ist hier den Achselpunkt aufeinander zu legen und die Außenseite zu alignieren. Und dann könnt ihr theoretisch einfach hergehen und könnt euch eine Markierung machen, wo eure Teilung auf dem Vorderteil ist. Hier und da. Diese Markierungen dann, so wie wir das am Vorderteil auch gemacht haben, im rechten Winkel zu diesem Bruch, zu der Senkrechten, verbinden. Und dann habt ihr hier Teilungen auf eurem Rückenteil, die denen auf dem Vorderteil entsprechen. Das heißt, wenn das später zusammengenäht ist, würde diese Teilung einmal rund um euren Körper gehen. Das ist relativ simpel. Vorgehensweise dann die gleiche: zerschneiden, inklusive Nahtzugaben an den neuen Nahtlinien, zuschneiden, zusammenfügen. Und dann habt ihr hinterher sowas in Stoff. Komplizierter wird es, diese Teilungen auf die Ärmel zu übertragen. Im Idealfall möchten wir ja, wenn das hinterher getragen wird, dass die Linie hier fortgeführt wird. Und dafür ist besagter Achselpunkt hier besonders wichtig. So, Ärmelschnittteile sind nicht im Bruch, normalerweise. Die Armkugel ist vorne eine andere als hinten. Wir brauchen aber eine Senkrechte, an der wir uns orientieren können, um unsere horizontalen Linien zu ziehen. Und deshalb legen wir hier, wir falten unser Ärmelschnittmuster, auch hier den Achselpunkt auf den Achselpunkt und diese Längsärmelnaht auf die Längsärmelnaht. Die wird die exakt gleiche Länge haben. Und wenn ihr das macht, dann lasst euch bitte, bitte nicht davon irritieren, dass das hier oben nicht passen wird. Das wird so ähnlich aussehen wie bei mir hier, dass ihr hier noch die Armkugel von der anderen Seite rausgucken seht. Orientiert euch bitte nicht an diesen Kurven, versucht nicht die aufeinander zu legen, sondern den Achselpunkt und die Längsnaht. So, und dann habt ihr hier eine Falz, die wir als Senkrechte nehmen können. Und wir übertragen jetzt unsere Teilungen aus dem Vorderteil, indem wir immer den Abstand zu der Linie, die die Achselnaht verbindet, ausrechnen. Das heißt, ich verbinde mir hier einmal im rechten Winkel zu meiner Senkrechten diesen Achselpunkt. Das mache ich mit gestrichelter Linie, einfach damit ihr seht, dass das hier keine Teilungsnaht ist. So, und das Gleiche mache ich hier. Hier geht das in Richtung Vorderteil, hier in Richtung Rückenteil. Ich nehme jetzt als Anhaltspunkt diesen Achselpunkt, denn das ist der später hier drauf trifft und da wird der Ärmel angenäht. So, das heißt, ich lege mir mein Geodreieck so an, dass hier meine senkrechte Linie in Verlängerung zu dieser Nulllinie liegt und verbinde auch hier diesen Achselpunkt. Oh, das sollte ich natürlich auch hier mit gestrichelter Linie tun. So, gestrichelte Linie. So, und jetzt
rechne ich mir aus, wie der Abstand zu meiner Teilung ist. Ich weiß, weil ich das schon vorbereitet hatte, dass das 1 cm ist. Könnte ich aber hier nochmal nachmessen. Und deshalb ziehe ich mir meine erste Linie parallel zu dieser Achselpunktlinie 1 cm versetzt nach unten. Das ist meine erste Teilungsnaht. Um jetzt auszurechnen, wo die zweite ist, brauche ich mich nicht mehr zwangsläufigerweise an der Achsellinie hier zu orientieren, sondern ich kann einfach gucken, wie ist denn der Abstand zwischen meinen zwei Linien. Und das sind jetzt bei mir hier 5,5 cm. Das heißt, ich würde hergehen und im Abstand von 5,5 cm, ich kann das hier an meiner Linie ausrechnen oder ich kann, wenn ich ein Quilting-Lineal habe, lässt sich das besser verschieben. Das hat mehr parallele Linien als mein Geodreieck jetzt hier. Da mache ich mir eine Markierung und da ziehe ich wieder im rechten Winkel zu meiner senkrechten Linie diese Teilungsnaht. Und wenn ich das so zerschneide, wieder mit zusätzlichen Nahtzugaben hier an den Nahtlinien aus Stoff ausschneide, zu einem Schnittstück zusammenfüge und dann daraus meinen Pulli nähe, dann werden hinterher diese Linien aufeinandertreffen. Sonderfall: Angenommen, ich habe eine Teilung oberhalb der Achselnaht gemacht. Da würde ich aus Gewohnheit erst die Teilungen hier unten machen und dann ausrechnen, von dieser Teilung ausgehend, wie der Abstand ist. Aber ihr könnt natürlich auch, sofern ihr diese Linie, die den Achselpunkt verbindet, gezeichnet habt, einfach ausrechnen, wie der Abstand hierzu ist. 1,7 cm, dann würde ich die hier auch um 1,7 cm von der gestrichelten Linie aus verschieben, und zwar hierhin. Wie gesagt, immer den Abstand entweder zu dieser anderen Linie oder zu der gestrichelten Linie, die wir gezogen haben, zum Achselpunkt. Fangt nicht an, hier die Rundung auszurechnen, das wird zu ungenau. Aber so sollte das in jedem Fall passen. Bleibt die Frage, was ist mit nicht horizontalen Teilungen, also was ist mit Diagonalen? Problem bei den diagonalen Nähten ist, dass wir das dann nicht mehr im Bruch sehen können und uns die Senkrechte nur bedingt hilft. Das heißt, das Erste, was ich machen würde, wenn ich ein Schnittmuster habe, das im Bruch gezeichnet ist, ist mir das aufgeklappt abzupausen. Ich nehme dafür ein in der Mitte gefaltetes Blatt und lege mir mein Schnittmuster im Bruch hier dran, so wie wenn das Stoff wäre, und zeichne mir das hier einmal ab. Und wenn ich das jetzt ausschneide, dann kann ich das aufklappen und habe das gesamte Shirt-Vorderteil. Alternativ könnt ihr das natürlich zweimal ausdrucken und dann gegengleich irgendwie mit Tesa in der Mitte aneinander kleben. Ich finde das so am einfachsten. So, und jetzt kann ich fröhlich hergehen und auch diagonale Linien ziehen, die eben über diese Mitte hier hinausgehen. Das heißt, ich könnte hergehen und könnte sagen, ich zerteile mir das einmal so. Hier noch eine Naht rein und vielleicht mache ich dann hier unten noch was rein. Da könnt ihr ja eurer Kreativität freien Lauf lassen. Wichtig ist, wie gesagt, auch hier nur, dass ihr unbedingt, wenn ihr das hinterher aus Stoff zuschneidet, an den Stellen, wo ihr zusammennäht, eure Nahtzugaben einhaltet. Denn je öfter ihr zerteilt, desto mehr Fehlerpotenzial gibt es natürlich beim Zusammennähen, dass ihr das irgendwie verzieht und verzerrt. Und wichtig ist nur, dass das, was hinterher rauskommt, wenn es zusammengenäht ist, genauso aussieht. Und dann näht ihr erst euer Vorderteil zusammen, eure Ärmel zusammen, euer Rückenteil zusammen und dann behandelt ihr dieses zusammengestückelte Teil einfach wie einen normalen Shirt-Zuschnitt und verarbeitet euren Pulli ganz normal. Und wenn ihr das richtig gemacht habt mit dem Übertragen, dann treffen auch überall die Teilungsnähte aufeinander. Auch die würdet ihr auf die gleiche Art und Weise auf die Ärmel übertragen, wie ich euch das vorhin gezeigt habe. Das heißt, ihr würdet hergehen und hier den Achselpunkt suchen, da im rechten Winkel zur Shirtmitte, zum Fadenlauf, zu eurer senkrechten eine gestrichelte Linie ziehen und alle diese Punkte ab da messen und dann auf die Ärmel übertragen. Also diesen Punkt, diesen Punkt, diesen Punkt und eben auf das Rückenteil entsprechend. Wenn ihr nicht möchtet, dass das dann hier senkrecht verläuft, sondern diagonal in einem Winkel, dann könnt ihr natürlich hier auch ausrechnen, in welchem Winkel ihr diese Linien gezogen habt und das entsprechend fortführen. Erfahrungsgemäß sieht es aber total normal und in Ordnung aus, wenn auf diese Teilungsnaht hier im Ärmel eine horizontale Linie trifft. Das lässt sich jetzt schwer simulieren mit diesem Papier.
Aber die allermeisten Schnittmuster, die ich kenne, haben, auch wenn sie vorne diagonale Teilungen haben, auf den Ärmeln lediglich diese horizontalen Linien. So, ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen und hilft euch dabei, eurem Traumpulli etwas näher zu kommen mit den Teilungen, die ihr euch so wünscht und vorstellt oder im Handel irgendwo käuflich zu erwerben seht und euch dann denkt, kann ich auch selber machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr dem Video hier unten einen Daumen nach oben da lasst. Falls ihr Lust auf weitere Näh- und DIY-Tutorials von mir, der Sarah von Mommymade, habt, dann empfehle ich an dieser Stelle, den Kanal zu abonnieren. Dann informiert euch YouTube über neue Videos von mir. Falls ihr Lust auf weitere Pulli-Hacks habt und die Frage, was ihr alles mit eurem Lieblings-Pulli-Schnittmuster machen könnt, sei euch an dieser Stelle auch nochmal die Playlist ans Herz gelegt, die ich schon verlinkt habe. Die findet ihr jetzt hier in diesem Seitenreiter des Videos. Hier geht es wie jede Woche weiter mit einem Video zum Thema Nähen und Do-it-yourself. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mommymade!